Heute habe ich ein sehr interessantes und spannendes Video für euch vorbereitet, denn ganz im Sinne von steigenden Benzin- und Dieselpreisen reden wir heute natürlich über Elektroautos. Denn täglich grüßt das Murmeltier schon 2023, als der Diesel- und Benzinpreis um etwa 70 Cent gestiegen war, hieß es immer wieder, ja, wir müssen jetzt auf Elektroautos umsteigen, und immer wieder kommen diese Meldungen alle 2, 3 Jahren und die Leute lernen einfach nie daraus. Und selbst wenn der Fokus heutzutage einen Volltanken für 40 € für ein Elektroauto bewirbt, dann wissen wir, dass hier ein Umdenken stattfindet. Auf diesem Kanal habe ich euch natürlich viele Videos gezeigt, wie viel Geld man mit einem Elektroauto sparen kann, viele Roadtrips, viele ganz schnelle Fahrten von 600, 800 Kilometer mit ganz wenigen Ladungen. Schaut euch das auf jeden Fall an, und in diesem Video habe ich euch sogar vorgerechnet, wie viel Geld ihr mit so einem Elektroauto sparen könnt, für teilweise mittlerweile unter 10.000 € gebraucht. Gute, brauchbare Elektroautos. Und da habe ich damals schon mit 1,50 und nur 6 Liter Diesel gerechnet. Das war im Sinne vom Diesel, nicht dass ihr sagt, hier wird irgendwas schön geredet. Und da habe ich sogar einen sehr hohen Haushaltsstrompreis genommen. Da habe ich auch die öffentliche Ladung auch als Teil von dieser Rechnung genommen, und natürlich auch alle weiteren Ersparnisse, wie zum Beispiel die Steuer, Ölwechsel ohne Reparaturen und natürlich die sogenannte DHG-Quote. Viele Verbrennerfahrer wissen überhaupt nicht, dass man 200 bis 300 € pro Jahr als Elektroautofahrer bekommt, nur weil man ein Elektroauto fährt. Und summa summarum, ganz konservativ gerechnet, mit etwa 10.000 bis 15.000 Kilometer im Jahr, also nicht mal viel gefahren, 2.000 € Ersparnis sind definitiv möglich, mit den heutigen Preisen sogar 2.500 wahrscheinlich. Und wer natürlich mehr fährt, der spart ja auch natürlich mehr. Aber heute reden wir nicht über Ersparnisse, jeder kann sich das selbst ausrechnen und sich das Video anschauen. Wir reden hier über eine Prognose, die ich jetzt für die Jahre 2030 und 2035 stellen werde, wie viele Elektroautos wir auf den deutschen Straßen bis 2030 und 2035 respektive bekommen werden. Einmal Anteil an Neuzulassungen und einmal Anteil an Gesamtflottenfahrzeugen. Und wer sich jetzt noch an dieser Ampelregierung erinnert, 2030 hätten wir oder sollten wir 15 Millionen Elektroautos bekommen. Und jeder, der nur ein bisschen rechnen kann und sich mal vor Augen die weltweite Produktion von Elektroautos angeschaut hat, der weiß, dass das unmöglich war, schon damals 21. Denn selbst wenn man jetzt die komplette Produktion annehmen würde von etwa, sagen wir mal, 25 bis 30 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2030, müssten die Deutschen jedes Jahr 50% dieser Produktion abkaufen. Abgesehen von den chinesischen Fahrzeugen, denn die kommen jetzt erst in den Markt rein nach Europa, und das langsam wegen den Zöllen und so weiter und so fort. Aber mit den westlichen Ländern hätte man etwa 50% der Elektroautos abkaufen würden, und das würde natürlich nicht funktionieren, weil wir von 21 bis 25 nur geringe Zahlen von etwa 10 bis 15% von der Produktion der Autos abgreifen konnten. Also dieses Ziel war schon damals utopisch und unrealistisch. Und das wusste ich schon 2020, als ich diesen Bericht geschrieben habe. Damals wusste ich auf jeden Fall, dass Wasserstoffauto nicht die Zukunft ist, und das zeigt sich natürlich heute schon, dass das so ist. Damals habe ich einfach geguckt, was es überhaupt kostet, so eine Tankinfrastruktur, also abgesehen von dem Preis und abgesehen von allen anderen Nachteilen von den Wasserstoffautos. Nur der Aufbau von dieser Tankinfrastruktur würde uns alleine in Deutschland etwa 40 Milliarden Euro kosten, und alle anderen Länder müssen natürlich auch ziemlich viel Geld aufbringen, denn alleine eine Tankstelle kostet damals 2 bis 3 Millionen Euro, und das hätten natürlich die ärmeren Länder definitiv nicht bezahlt. Also schon damals war klar, Wasserstoffauto ist nicht die Zukunft und nur das rein elektrische Fahrzeug ist die Zukunft. Und heute werde ich euch zeigen, anhand von einigen Berechnungen, die ich gemacht habe, wie viele Elektroautos wir im Jahre 2030 und respektive 2035 bekommen werden. Wer den Kanal abonniert hat und die Videos verfolgt, weiß, dass wir letzte Woche ein Video gezeigt haben über die Ladepreise und einen Vergleich zu Norwegen. Da habe ich euch gezeigt, dass die Ladepreise nicht das Problem in Deutschland sind. Und wir haben auch den Vergleich zu Norwegen gezogen. Damals habe ich euch gezeigt, wie ähnlich
Norwegen zu Deutschland ist, was die Kaufkraft angeht, was teilweise auch die Förderung angeht und was auch teilweise die Ladepreise angeht. Natürlich auch die Streckenverhältnisse und auch die Städte, die Größenordnung von den Städten, zum Beispiel Oslo die Stadt ist 750.000 Einwohner, also ziemlich genau so eine mittelgroße Stadt in Deutschland und mit dem Umfeld fast so groß wie München. Also die Verhältnisse sind ziemlich genau identisch zu Deutschland und deswegen werden wir uns heute genau erneut Norwegen anschauen, denn ihr werdet auch heute sehen, dass die Ähnlichkeiten zu Deutschland verblüffend groß sind. Und damit das für euch deutlicher wird, zeige ich euch die Grafik von dem Anteil an Neuzulassungen von reinen Elektrofahrzeugen. Das sind reine Elektrofahrzeuge ohne die Plug-in-Hybride. Es gibt ja auch noch Daten 2010, 2011, aber das waren sehr wenige Fahrzeuge, unter 1%. Und 2012 sehen wir, dass die ersten nennenswerten Zahlen von Elektroautos zugelassen werden, also 3%, dann steigen wir uns auf 5,6%, 12%, 17%. Hier 2016 gab es einen Knick nach unten. Damals gab es auch die Ankündigung von Tesla Model 3. Ihr müsst euch vorstellen, damals kostete ein Leaf um die 50.000 Euro. Und Elon Musk hat natürlich ein Fahrzeug angekündigt, was von Tesla kommt und unter 35.000 Euro oder Dollar kosten sollte. Dass das nicht so genau stimmen würde, haben wir jetzt 3, 4 Jahre später gesehen, aber die Leute haben natürlich sich ein bisschen überlegt, warte ich vielleicht 2, 3 Jahre, dann kaufe ich mir ein deutlich besseres Elektrofahrzeug. Damals gab es auch in Norwegen etwas mit der Förderung, das wurde auch überarbeitet und so weiter und so fort. Wir sehen jetzt hier den Knick und jetzt zeige ich euch eine Grafik über diese Grafik mit den Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen, reinen Elektrofahrzeugen erneut in Deutschland. Und dann sehen wir, die Jahre 2010, 11 korrelieren ungefähr auf die Jahre 2016 bis 18 in Deutschland. Und 2019, wenn wir sehen, dann fängt so richtig an mit den Neuzulassungen, etwa 2%, ungefähr so viel wie in Norwegen. Dann haben wir 2020 einen Sprung nach oben und wenn ihr die zwei Grafiken euch genau anschaut und wenn ich diese jetzt übereinander überlappen würde, dann würdet ihr sehen, wie identisch beide Grafiken und der Verlauf der Zulassungen ist. Wir sehen auch sogar dieser Knick, der zum Beispiel in Deutschland mit der Entfernung von der Förderung von Elektrofahrzeugen passiert ist nach unten. Genau dasselbe ist 2016 auch in Norwegen passiert. Wir hatten hier ein Jahr vielleicht mehr, wo es stagniert ist und nicht nach oben gegangen ist. Das heißt, wir sehen hier einen ähnlichen Verlauf wie Norwegen. Wenn wir jetzt auch den Verlauf von Norwegen bis 2025 nehmen würden und das auf die deutsche Grafik projizieren, dann bekommen wir eine Prognose von ungefähr diesem Verlauf. Die ist etwas optimistisch, das werde ich später korrigieren. Aber wir sehen schon einen Trend bis hin zu 85% Anteil an Elektroautozulassungen in Deutschland. Wenn wir das auf die richtigen Jahre von Deutschland projizieren würden, dann sieht es so aus. Das ist nicht der Anteil von allen Fahrzeugen, sondern das ist nur Anteil von Neuzulassungen. Das heißt, wenn im Jahr, sagen wir mal, 3 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen werden, im Jahre 30 wird der Anteil an reinen Elektrofahrzeugen bei den Neuzulassungen etwa 60 bis optimistisch 65% liegen. Das entspricht ungefähr 1,7 Millionen Elektrofahrzeuge pro Jahr in 2030, Ende 2030. Und da ich euch gesagt habe, dass man das auch weiterhin bis 2035 projizieren konnte, anhand auch von den Daten, die wir jetzt dieses Jahr bekommen, dann sehen wir, dass wir 2035 mit etwa 95% Anteil an den Gesamtzulassungen rechnen könnten. Neuzulassungen. Anteil an Gesamtfahrzeugen in Deutschland werde ich euch später nochmal zeigen. Ich glaube, dass wir in Deutschland etwas pessimistischer sein werden, da wir natürlich hier andere Gegebenheiten haben. Dadurch, dass viele Flottenfahrzeuge die neue Fahrzeuge kaufen, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Und ich rechne dieses Jahr mit etwa 24%, also eine Steigerung von 5% zum letzten Jahr und von da ungefähr 7 bis 10% Steigerung jedes Jahr. Und das ist meine etwas
realistischere Prognose für das Jahr 2035. 92% anstatt 95, 97. Wenn wir uns die optimistischen Zahlen von Norwegen annehmen würden, sehen die Zulassungszahlen so aus. Dieses Jahr 800.000 ist für mein Empfinden zu viel. Deswegen ist meine Prognose 2026 660, 670.000 Fahrzeuge und von da an diese Steigerung. Die Annahmen mache ich von etwa 2,7 Millionen Fahrzeugen. Zum einen denke ich, dass durch die Einführung von autonomes Fahren werden wahrscheinlich weniger Leute auch selbst ein Auto kaufen. Sehr viele in den Städten werden wahrscheinlich nur auf autonome Fahrzeuge umsteigen, das wahrscheinlich später ab 2030, 32 würde ich annehmen, aber ich glaube nicht, dass wir so viele Fahrzeuge in Deutschland zulassen werden, wie wir das jetzt haben. Also rechne ich mit etwa 2,75 Millionen Fahrzeuge in meiner Berechnung. Wenn wir das also auf genaue Zahlen, wie viele Elektrofahrzeuge werden wir in Deutschland haben? 2030 ist meine Prognose etwa 8 Millionen. Diese Prognose hat sich seit 2020 nicht verändert. Meine Prognose war auch damals 8 Millionen. Die 15 Millionen von der Regierung sind natürlich Quatsch und unsinnig, unmöglich, aber etwa 7,5 bis 8,2 Millionen sind realistisch. Und 2035 ist die optimistische Prognose etwa 20 Millionen Fahrzeuge in Deutschland rein elektrisch. Die etwas realistische ist etwa 16 Millionen bis 17 Millionen rein elektrische Fahrzeuge in Deutschland. Und wenn wir das mit Norwegen erneut vergleichen, dort sind momentan etwa 1 Million reine Elektro-PKWs zugelassen, ohne die Nutzfahrzeuge. In Deutschland gibt es 50 Millionen Fahrzeuge insgesamt, in Norwegen sind es 3 Millionen. Wenn wir jetzt also von 30% ausgehen, 32 sind es genau in Norwegen, wären das in Deutschland etwa 16,5, 17 Millionen, also genau die Zahl, die ich jetzt vorausgesagt habe. Unterschied ist nur, dass wir die Jahre nicht mehr um 7, sondern um 10 Jahre versetzen werden und dass es auch anders gehen kann, zeigt auch Dänemark. Wenn wir jetzt uns den Anteil von Elektrofahrzeugen in Dänemark anschauen, da gab es diesen Riesensprung von 7 auf 35% und seitdem gibt es nur Riesensprünge, die es in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Zum einen, wie gesagt, in Deutschland werden die Fahrzeuge anders zugelassen, die neuen Fahrzeuge werden geleast von Firmen und so weiter und so fort. Das ist eine Besonderheit. Und wir haben auch in Dänemark deutlich mehr fördernden Mitteln, damit die Leute auch Elektroautos fahren. Aber in Deutschland wird sich der Spritpreis nochmal verteuern. Das wissen wir schon heute. Viele sagen, ja, das weiß man nicht. Doch, das weiß man, weil die CO2-Bepreisung auch steigen wird. Also wird auch der Dieselpreis und Benzinpreis deutlich ansteigen. Also, das ist meine Prognose. Das ist die Prognose pro Jahr. Wir können uns natürlich jedes Jahr nochmal diese Tabelle anschauen und wir können auch dieses Video uns jedes Jahr nochmal erneut anschauen. Dann sehen wir, wo wir liegen und so haben wir einen Benchmark, ob wir das richtig prognostiziert haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Zahlen, so wie ich die hier darstelle, ziemlich genau an der Realität legen werden. Und viele von euch können sich natürlich das nicht vorstellen, besonders viele, die jetzt glauben, Elektrofahrzeuge, Wasserstoff und so weiter und so fort. Aber merkt euch diese Zahlen, schreibt sie gerne auf und dann könnt ihr euch das vergleichen und das Video bleibt noch. Hoffentlich sehen wir uns 2030 und 35 und dann können wir das nochmal analysieren. Kanal abonnieren nicht vergessen. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, welcher Hersteller auch die meisten Fahrzeuge von diesen auch verkaufen wird. Denn es wird 1 bis 2 Gewinner geben und ich kann euch schon jetzt verraten, die deutsche Hersteller werden sehr wahrscheinlich in dieser Form, wie sie jetzt heute existieren, nicht mehr existieren. Aber wie gesagt, bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Kanal abonnieren, ein Like nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, wie eure Meinung zu diesem Thema ist. Bis zum nächsten Mal.